Mit all dem Erfolgsstreben, mit all dem Geld, was ich auch verdient habe ich am Ende nur Anerkennung und Liebe gesucht. Ich habe mich natürlich auch selbst zum Opfer in Anführungsstrichen gemacht. Mentale Stärke ohne Selbstwert ist nur leerer Ehrgeiz. Mich gibt es nur mit Special Effects. Mediziner nennen es Tourette-Syndrom. Das ist ein Zitat meines heutigen Podcast-Gastes aus unserem Vorgespräch. Sie verwendet diesen Satz aber auch in ihren Keynotes, denn sie ist Speakerin, steht auf Bühnen und spricht dort über das Thema Selbstwert. Zudem ist sie Buchcoach und begleitet Unternehmer, Selbstständige und Privatpersonen dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Sie hat selbst inzwischen 20 Bücher veröffentlicht, da kommen wir auf jeden Fall auch drauf zu sprechen. Und ich freue mich jetzt einfach, Sie zu begrüßen. Sie ist eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgeflüster, Daniela Landgraf. Hallo liebe Michelle, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass du da bist, denn deine Geschichte ist auf jeden Fall außergewöhnlich und ich bin mir sicher, dass da ganz viel Inspiration für viele dabei ist. Und deswegen starten wir direkt mal rein mit der ersten Frage, liebe Daniela. Was ist denn deine Mission, deine Botschaft? Meine Botschaft, also meine Mission, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Meine Mission Okay. oder mein Credo besser gesagt ist, wir brauchen eine Welt, in der positive Botschaften wirksam werden. Und das, was es ausmacht, ist mein anderes Credo: Wunder geschehen, wenn du bereit bist, sie zu sehen. Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall schon mal ein vielversprechendes Statement zum Start des Podcasts. Lass uns doch mal ein bisschen weiter hinten einsteigen. Wie kamst du denn zu dem ganzen Thema Speaking? Und dazu würde ich sagen, wir gehen mal zurück bis in deine Schulzeit vermutlich. Denn ja, du hast Tourette. Vielleicht darfst du mal ganz kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, was denn Tourette ist und wie das bei dir sich in der Schulzeit eben auch gezeigt hat und den Werdegang, den du jetzt hingelegt hast. Denn man sieht ja fast gar nichts mehr davon heutzutage. Also das ist auf jeden Fall eine deutliche Veränderung durchgemacht. Hol uns doch da gerne mal ab. Wie war das bei dir? Definitiv. Und ich finde es schön, dass du das auch so erwähnst, dass es eben ein Prozess war. Ganz oft höre ich, und das nehme ich mal vorweg, ganz oft höre ich von Menschen, die dann sagen: „Ja, was du hast, man sieht doch kaum noch was.“ Und dann denke ich: „Ja, das ist aber auch das Ergebnis eines langen, langen, langen Weges, den ich gegangen bin.“ In der Schulzeit und auch in meiner Kindheit und Jugend galt ich eher als die in Anführungsstrichen Verhaltensgestörte. Das heißt, es wurde schon in der Kindheit mir attestiert, wir reden jetzt von den 70er Jahren, wo viele Dinge eben gar nicht so bekannt waren. In meiner Vorschuluntersuchung stand zum Beispiel drin, Daniela weist grob motorische Auffälligkeiten auf, irgendwie so ähnlich. Und es wird der Mutter dringend empfohlen, bei ihrem Kind zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen. Das heißt, da waren im Grunde genommen schon in Anführungsstrichen die Diagnosen da, aber keiner kannte es damals. Und ich habe mich halt sehr auffällig verhalten. Ich hatte meine Ticks, ich habe Geräusche von mir gegeben. Also Schimpfworte hatte ich nie. Wenn jetzt also jemand denkt: „Moment, das sind doch die mit den Schimpfworten“, das hatte ich zum Glück nie. Da habe ich nicht hier geschrien, sondern nur bei den neuronalen Ticks und bei den ja, bei den Tönen. Und damit war ich natürlich Opfer in der Schule. Aber ich habe mich natürlich auch selbst zum Opfer in Anführungsstrichen gemacht, was ich so aus der Retrospektive sagen kann. Denn dadurch, dass ich so gerne gefallen wollte und versucht habe, anderen zu gefallen, wirst du natürlich genau das Gegenteil erleben. Das ist mir heute aus der Psychologie völlig klar, aber als Kind weißt du das nicht. Und wenn dann ein Umfeld da ist, die das lustig finden, wenn du komische Grimassen schneidest, wenn du dich anders verhältst als andere, ist das halt nicht unbedingt förderlich fürs Selbstwertgefühl. Für mich war es aber natürlich völlig normal. Ich wusste auch nicht, wie ich diese Ticks in den Griff kriegen sollte. Ich habe immer an mir selbst gezweifelt, bis hin, jetzt sind wir schon so in der Jugendzeit, auch in der jungen Erwachsenenzeit, bis hin, dass ich in die Selbstverletzung gegangen bin. Das heißt, ich habe teilweise wirklich mich gekniffen, um diesen Impuls abzulenken. Ich erinnere mich, da habe ich schon in der Bank damals gearbeitet, da bin ich dann in diese Toilettenkabinen rein und habe wirklich den Kopf gegen die Wand geknallt und habe gesagt: „Warum kann dieser dusselige Kopf“, Entschuldigung, so sollte man nie über sich selbst reden, das weiß ich heute, aber damals war das so: „Warum kann er nicht still sein? Warum kannst du mich angucken, ohne die Augen verdrehen zu müssen?“ Und
natürlich habe ich ja auch immer diese Reaktion im Außen gehabt. Und wenn mich jemand gefragt hat: „Was hast du denn?", dann habe ich so getan, als ob ich das gar nicht merke. Das heißt, meine Verhaltensweisen haben natürlich immer wieder das im Außen provoziert, was ich am Ende weghaben möchte. Und hier können wir auch zu allen anderen Themen einen Bogen ziehen, denn ob jemand hinkt, stottert, ob er sich selbst aus irgendwelchen Gründen ablehnt, weil die Haare zu dünn, zu dick, zu rot, zu schwarz, zu blond sind, weil die Augen nicht richtig sind, weil die Nase zu klein, zu groß, zu knubbelig ist, was auch immer. Wenn Dinge in dir drin sind, die du selbst an dir ablehnst, du aber gleichzeitig im Außen gefallen möchtest, dann bringt das eine Energie in den Raum, die genau das bewirkt, was du am Ende ablehnen möchtest. Das heißt, du gehst rein, möchtest gefallen, aber durch diese Bedürftigkeit sind andere eher abgestoßen. Und da vielleicht noch einen oben drauf, dieses ganze Thema der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich bin ja schon mit dieser Erwartungshaltung in Gruppen reingegangen, dass ich sowieso wieder abgelehnt werde, dass mich niemand mag. Das habe ich oft genug in meiner Kindheit erlebt, wenn Geburtstagsfeiern waren. Wer wurde wieder mal nicht eingeladen? Die kleine Dani. Wer wurde nicht gefragt, ob sie mit ins Kino geht oder später mit in die Disco? Moi. Und das hat natürlich diese Bedürftigkeit immer weiter verstärkt. Und ich bin in Gruppen reingegangen und hatte im Grunde genommen diese latente Angst, die Ablehnung wieder zu erfahren. Dadurch, dass ich natürlich jedes kleinste Signal von anderen interpretiert habe, habe ich im Gegenzug natürlich auch das ausgestrahlt. Und am Ende, dadurch, dass ich eben zurückgezogen und distanzierter war, das Gleiche bei den anderen verursacht. Also, es ist 'n riesen Thema, wenn du am Selbstwertgefühl oder wenn du aus irgendwelchen Gründen kein gesundes Selbstwertgefühl hast, weil du immer wieder die gleichen Dinge erlebst, bis du's veränderst. Ja, auf jeden Fall super interessant. Wie hast du es denn dann letztlich jetzt so entwickelt, dass du eben heutzutage ja relativ wenig von den Ticks sichtbar und hörbar hast? Weil du hast ja wirklich eine grandiose Entwicklung gemacht. Klar, man sieht es jetzt hier und da mal noch, aber im Vergleich zu, was du gerade beschrieben hast in deiner Schulzeit und Jugend, hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht, egal ob Tourette oder Stottern oder sonstiges, was du gerade auch gesagt hast, wie kriegt man das so gut hin wie du? Oh, das war 'n langer Prozess. Bei mir fing es an, dass ich nach meiner Schulzeit in die Ausbildung ging und unbedingt in den Außendienst wollte. Alle gesagt haben: „Was willst du denn im Außendienst? Du wirst hoffnungslos scheitern." Es gab zum Glück eine Person, ich weiß bis heute den Namen, obwohl wir von also die Ausbildung war 1992 und in den Außendienst bin ich 1996 gegangen. Ich weiß heute noch den Namen, Herr Warntke. Und Herr Warntke hat gesagt: „Doch, die wird das schaffen." Und das ist etwas, du brauchst eben Menschen, die dich auch unterstützen, die an dich glauben, gerade wenn du selbst an dich nicht glaubst. Ich sage zwar immer auf der Bühne: „Hey, wenn du dir selbst nicht vertraust, wer soll dir denn dann vertrauen?" Und dennoch ist es hilfreich, wenn es Menschen gibt, die dir vertrauen. Und ich habe da diese ganzen typischen Erfolgsmethoden umgesetzt, also höher, schneller, weiter, mehr. Und das sorgte auch dafür, dass ich 20 Jahre lang in der Finanzbranche echt sehr weit oben immer wieder in den Ranglisten war und nach außen hin alles schicki und tippitoppi erschien. Doch wenn du nicht an dir selbst arbeitest, und deswegen nehme ich diese Geschichte direkt mit rein, dann bleibst du am Ende, ich glaube, du hast vorhin gesagt, man kann den Leuchtturm, der hinten in der Ecke steht, sehen. Der steht da nicht ohne Grund, weil den nehme ich manchmal mit auf die Bühne, denn ich war in den ersten 20 Jahren, also wir sprechen jetzt von den Lebensjahren zwischen 19 und 39, habe ich mich zu einem Leuchtturm entwickelt, aber ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Ich habe also durch Leistung und durch diese ganzen typischen Schaka Erfolgsmethoden und nur noch positiv denken und Affirmationen und was es da alles gibt, habe ich es geschafft, sehr erfolgreich zu werden, aber nur im Außen. Also der Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde, und innen drin bin ich dieses kleine, ungeliebte Wesen geblieben, die am Ende nur Liebe gesucht hat. Also mit all dem Erfolgsstreben, mit all dem Geld, was ich auch verdient habe ich am Ende nur Anerkennung und Liebe gesucht. Und was hat das mit deiner Frage zu tun? Als ich Ende 30 war, kam dann so dieser Komplettzusammenbruch.
auf allen Ebenen. Und das war auch gut so. Aus heutiger Sicht sage ich: „Hey, es war das Beste, was mir passieren konnte." Gesundheitlicher Zusammenbruch mit, Burnout, Depression und vielen anderen Themen drum und dran, einem sehr schweren Bandscheibenvorfall. Finanziell bin ich in die Insolvenz gegangen, obwohl ich wirklich viel aufgebaut hatte. Ich hatte mehrere Unternehmen, ich hatte Mitarbeitende, ich hatte, hm, mir ein System geschaffen mit Immobilien und allem drum und dran. Aber ich habe mir Messis, Mietnomaden, nicht zahlende Kunden, ich habe mir interessante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Leben geholt, die eben mehr zu Hause und krank waren, als dass sie für die Firma da waren. Und das hatte natürlich, und jetzt kommen wir so zu der Beantwortung deiner Frage, sehr viel mit meinen inneren Themen zu tun. Denn wenn du zwar im Außen strahlst, weil du von außen vom Erfolg angestrahlt wirst, aber das Licht von innen fehlt, wirst du immer, immer, immer das anziehen, was in dir drin ist. Und deswegen kriege ich heute fast schon Aggression, wenn jemand sagt, fake it till you make it. Achtung, nicht falsch verstehen. Natürlich ist es wichtig zu visualisieren und in dieses Gefühl reinzugehen. Das ist richtig. Es ist aber umso wichtiger, auch wirklich das Unterbewusstsein mitzunehmen, deine Seele mitzunehmen, dein Herz mitzunehmen und nicht nur in diesem Außen zu funktionieren. Denn nach diesem Komplettzusammenbruch war ich erstmal mit Ende 30, ja, stand ich so vor den Trümmern meiner Existenz. Ich hatte nichts mehr. Meine Immobilien waren weg, meine Firma oder meine Firmen vielmehr waren weg, meine Ehe ist zusammengebrochen und am Ende war auch das vermeintliche Selbstwertgefühl weg, was eigentlich nicht viel mehr war als ein Ego-Gefühl. Und in der Klinik kriegte ich dann die spannende Diagnose. Wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre selbstständig. Selbstunsichere, vermeidende und zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und das hat mich aber erfolgreich gemacht. Das Zwanghafte hat mich ja dazu gebracht, dass ich immer höher, schneller, weiter gegangen bin. Das Harmonisierende, das war dafür da, dass ich durch diese ganzen Konflikte durch bin, ohne sie zu klären. Und die Selbstunsicherheit habe ich halt durch die Erfolge kompensiert. Und jetzt zu deiner Frage, wie habe ich es denn geschafft, bis hierhin zu kommen? Ich glaube, der richtige Weg, mein Weg, fing erst nach der Klinikzeit an. Natürlich ist alles irgendwo ein Teil des Weges und vielleicht wäre ich diesen Weg nie gegangen, ohne das, was vorher da war. Es waren viele Dinge. Ich habe mich dann ja noch damals von meinem 2016, da war ich 44, habe ich mich von meinem Ex-Mann getrennt und war dann reduziert auf ein kleines WG-Zimmer, 12 Quadratmeter, habe ein Sammelsurium aus Möbeln von eBay Kleinanzeigen gehabt, weil ich alles zurückgelassen habe. Gleichzeitig wurde ich auf mich geworfen, auf mich selbst zurückgeworfen und plötzlich waren Menschen da, die ich nicht wahrgenommen habe vorher, weil ich war ja in dieser schönen Glitzer- und Erfolgswelt. Und plötzlich kamen die Menschen, und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, Menschen aus zweiter Reihe, und ich könnte heute noch vor Dankbarkeit und Demut, könnten jetzt die Tränen fließen, wenn ich es zulassen würde, die plötzlich da waren. Bei mir, obwohl ich nicht mehr die erfolgreiche, tolle Unternehmerin war. Und die haben mich als Mensch gesehen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich gespürt, was es bedeutet, als Mensch, wirklich nur als Mensch angenommen zu werden und nicht mit deiner Leistung. Denn auch in meinem Elternhaus, ich bin nur bei meiner Mutter groß geworden, später nur bei meinem Vater, das wechselte regelmäßig, je nachdem, wer gerade Lust oder auch keine Lust auf mich hatte. Also ich wurde immer hin und her geschoben und habe immer versucht, durch diese Leistung Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann, ja, waren es viele Dinge, viele spirituelle Sachen. Wenn ich im Unternehmer- oder Unternehmensbereich bin, spreche ich da eher von Energie und mit der Arbeit des Unterbewusstseins, mit der Arbeit von Energie, und Energie ist überall. Letztendlich sitze ich hier gerade mit WLAN und das WLAN kannst du auch nicht sehen. Das nehme ich immer gerne so als Beispiel, wenn jemand sagt: „Ja, Energie, was ist das schon?" Oder geh mal mit einem Lächeln in ein Geschäft und lass dich bedienen. Geh mal mit schlechter Laune in ein Geschäft und lass dich bedienen. Das ist Energie. Und diese Energiearbeit, die Arbeit mit dem, was wir nicht spüren und sehen können. Das spüren können wir jetzt, was wir nicht sehen können, was für unseren Geist nicht greifbar ist. Das hat mir sehr viel Heilung gebracht. Du kannst es jetzt
als Geistheilung bezeichnen, als spirituelle Heilung oder ist es einfach die Arbeit mit dem eigenen Unterbewusstsein? Who knows what it is, aber für mich gibt's da so unfassbar viel zwischen Himmel und Erde und deswegen weiß ich auch, dass ich irgendwann auf der Bühne stehen werde und sagen werde: „Ich hatte Tourette.“ Wow, das geht auf jeden Fall unter die Haut. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen. Richtig cool. Danke, schönes Feedback. Ja, ich würde es, glaube ich, zusammenfassen, ob jetzt Energiearbeit oder Sonstiges. Letztlich war es Persönlichkeitsentwicklung. Also du hast dich mit dir selbst beschäftigt, sehr intensiv, selbst reflektiert, am Unterbewusstsein gearbeitet und dadurch eben ja enorme Fortschritte erzielt. Ja, faszinierend. Ich bin super neugierig zum Thema Bühne, aber ich glaube, das muss man kurz parken, denn mich interessiert genauso sehr, wie ging es denn nach deiner persönlichen Krise weiter? Also was waren so die Schritte, die du dann verändert hast? Du bist ja heute eben auch immer noch selbstständig, trotz eben auch damals dieser Krise und der Insolvenz. Das heißt, du hast ja weitergemacht, du hast was Neues gestartet, dich anders aufgestellt. Was genau war das denn und wie ging der Weg dann weiterhin zur Bühne, zu der wir ja dann auf jeden Fall auch gleich noch zu sprechen kommen? Das sind 2 verschiedene Ebenen. Das eine ist das Operative. Ich saß also in meinem 12 Quadratmeter WG-Zimmer und musste auch noch mein Auto verkaufen, damit ich verschiedenste Kosten bedienen konnte, die dann doch noch da waren und war so auf das Wesentliche zurückgeworfen. Und dann geht es natürlich darum, wie kommst du raus aus der Nummer? Ich war ja in der Insolvenz und viele und das ist jetzt so dieses Operative, was ich gerne mitgeben möchte. Viele sagen dann ja: „Ich darf ja nichts verdienen.“ Ich glaube, inzwischen ist es auch auf 3 Jahre oder so reduziert, ne? Ich hatte noch 7 Jahre. Ich darf ja nichts verdienen. Man nimmt mir ja alles weg, wenn ich mehr verdiene und. Und da fängt so diese erste ne, es ist schon beides zusammen, operativ und innerlich. Es fängt schon diese erste innere Grundhaltung an. Sprichst du davon, dass dir etwas weggenommen wird oder sagst du: „Hey, irgendjemand hat diesen Schlamassel ja auch verursacht, auch wenn das natürlich 'ne Verkettung vieler unglücklicher Umstände war und ich mir gewünscht hätte, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch von anderen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, Unterstützung bekommen hätte.“ Aber irgendjemand hat ja die Entscheidung für die Mieter, für diejenigen, die dann Messis und Mietnomaden geworden sind, getroffen. Irgendjemand hat die Entscheidung für die Unternehmer fürs Unternehmertum getroffen. Also wirklich so diese Selbstverantwortung, ja, das habe ich kreiert. Und genauso wie ich dieses Drama kreiert habe, kann ich auch jederzeit umswitchen. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ja inzwischen 20 Bücher geschrieben, aber eins heißt: „Du bist, wie es war“, wie du aus deiner Vergangenheit deine Zukunft gestaltest. Weil ja, natürlich war es schambehaftet und es gab Zeiten, da konnte ich darüber nicht reden, weil ich habe massiv Fehler gemacht. Es war schambehaftet, es war peinlich, es war unangenehm und dennoch sollte es weitergehen. Und ich habe mit meinem Insolvenzverwalter damals den Deal gemacht, dass er mir alle meine Selbstständigkeiten freigegeben hat, also so das, was ich auch vorher gemacht habe, den Coachingbereich, den Trainingsbereich, der ja damals schon lief. Gut, Finanzbereich ging an operativer Ebene nicht, weil ich 'ne schlechte Schufa hatte und dann nicht wirklich in den Finanzbereich wieder rein durfte, obwohl ich trotzdem noch, kann ich heute sagen, beraten habe und andere dann ihren Stempel drunter gemacht haben. Also scheine ich da auch vorher was richtig gemacht zu haben, dass die Menschen mir dennoch das Vertrauen gegeben haben. Ja, und dann wirklich Lösungen für dein Drama finden. Wenn du keinen Handyvertrag kriegst, weil du 'ne schlechte Schufa hast, dann nimmst du halt 'ne Prepaid-Karte. Geht auch mit Internet. Heute noch viel, viel besser als vor eben 10 Jahren, hm, oder vor 15 Jahren. Finde einfach Lösungen, finde Möglichkeiten und such dir am besten auch 'ne Unterstützung, die Projektionsfläche sein kann. Ich habe also für mich dann Wege gefunden, dann kam so dieses pferdegestützte Training und Coaching in mein Leben, weil ich halt früher immer schon viel mit Pferden gearbeitet habe, im Reiterbereich. Ich habe immer gerne Menschen dabei unterstützt, sich selbst zu finden, auch obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt selbst noch gar nicht gefunden hatte. Aber dennoch konnte ich irgendwie immer ganz gut Menschen unterstützen. Ich habe dann eben pferdegestütztes Training und Coaching gemacht. Ich habe weiterhin Menschen im Bereich Finanzen beraten, obwohl ich es offiziell gar nicht durfte, aber als Tippgeberin für andere durfte ich's dennoch. Also, es gibt überall Möglichkeiten und Türen. Und es kam das wieder, was schon als Kind in mir drin steckte. Ich wollte als Kind Schauspielerin und Sängerin werden. Und ich habe die Moderatoren so bewundert. Ich fand das so toll, wenn Moderatoren so auf diesen Bühnen standen in ihren schicken Kleidchen und hübschen Frisürchen und das wollte ich auch so gerne. Und dieser Wunsch kam wieder
Aber das Wie, das war überhaupt noch nicht greifbar. Es war völlig absurd. Diese Ausbildung kosteten Tausende von Euros, die ich nicht hatte. Und damals hatte ich schon, obwohl ich noch gar nicht wusste, was ich da tat, unbewusst m das Richtige getan, indem ich's mir ins Leben gefühlt habe. Ich konnte nie visualisieren und das ist so mein Tipp an alle, die sagen: „Ja, jeder sagt mir, ich soll mir das vorstellen.“ Es ist nicht schlimm, wenn du's dir nicht vorstellen kannst, denn dein Geist kann ja nur wiedergeben, was er irgendwo schon mal gesehen hat. Und was ist, wenn du viel mehr kreieren kannst als das, was du visualisieren kannst? Und da ist es so immens wichtig, in dieses Gefühl zu gehen. Und dann haben sich immer wieder weitere Bausteinchen, hm, hinzugefügt. Dann wollte ich so wahnsinnig gern meine erste Speaker-Ausbildung damals machen bei jemandem, der sehr bekannt ist in diesem Bereich, und sehr polarisiert. Und ich brauchte dieses Geld. Ich brauchte diese, ich weiß nicht, was waren, glaube ich, damals 8.000 Euro. Es war völlig absurd. Ich bin in der Insolvenz, hatte keinen Cent mehr, war in meinem kleinen WG-Zimmer ohne Auto. Und ich habe das einer Bekannten, einer aus dieser zweiten Reihe, die ich nur als Kollegin wahrgenommen hatte, erzählt. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sagt sie: „Und warum fragst du mich nicht?“ Ich so: „Was meinst du denn jetzt?“ „Ich vertraue dir und ich leihe dir das Geld.“ So: „Was? Bin in der Insolvenz. Hä? Ich vertraue dir und ich leihe dir das Geld.“ Oh, krass. Und dann kannst du natürlich überlegen: „Oh je, du machst wieder Schulden. Will ich das? Ja, nein?“ Oder ins Vertrauen gehen und die Magie da dran. Und das ist so das erste Mal, wo ich gespürt habe, Wunder geschehen, wenn du bereit bist, sie zu sehen. Die Magie war, dass ich dann einen Auftrag kriegte von der Akademie für Finanzberatung, damals die Wohnimmobilienkreditrichtlinie bei der Haspa zu schulen. Und es war exakt vom Gesamthonorar der Betrag, den ich der Monat zurückgeben musste. An dieser Stelle Herzensdank. Es ist 9 Jahre her. Herzensdank noch an dieser Stelle an Mona. Es war exakt der Betrag und das Spannende ist ja, dass ja die Abgaben an den Insolvenzverwalter, er hatte mir die Selbstständigkeiten freigegeben und hat gesagt, er hat ja auch ein Interesse daran, dass ich wieder auf die Beine komme. Und du darfst ja Steuern auf das zahlen, was du an Gewinn gemacht hast. Und ich hatte vorher die Kosten produziert, die dann an Einnahmen reinkamen und es hat sich einfach so gefügt. Ich konnte ihr 8 Wochen später das Geld zurückzahlen. Und das sind diese Wunder, das ist eins dieser Wunder. Ja, und dann ging es irgendwie immer so weiter. Dann kamen Menschen in mein Leben, die mich ein Stück weit begleitet haben. Manche gingen dann wieder, neue kamen hinzu. Deswegen liebe ich diese Metapher vom Zug des Lebens, denn ja, es ist traurig, wenn manchmal ist es sehr traurig, wenn Menschen wieder aus'm Lebensfeld rausgehen, aber manchmal haben sie auch nur die Aufgabe, dich ein Stück weit zu begleiten und so ging es dann. Dann ging es weiter und 2017 war's, da habe ich die Speaker-Ausbildung der German Speakers Association kennengelernt und habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt, wie ich diese, ich weiß es nicht mehr, was es war, 12.000, 15.000 Euro jemals in mein Leben ziehen könnte. Und dann war ich so in dieser Energie drin, wollte das so unfassbar gerne. Und da gab es wieder jemanden, der mir gesagt hat: „Ich merke doch, wie du brennst. Ich leihe dir das Geld.“ What? Das war so das letzte Jahr vor der Wohlverhaltensphase. Ich bin rein statistisch in Anführungsstrichen oder rein vom Papier bin ich noch in der Insolvenz. Ja, macht nix, ich sehe doch, dass du brennst. Und dann hat mir wieder jemand dieses Geld geliehen, unverhoffterweise, was ich auch dadurch, dass ich dann plötzlich durch diese immer höher schwingende Energie, und da sind wir jetzt schon wieder in diesem spirituellen Bereich, ich bin immer mehr in dieser Energie geschwungen und ja, dann kam auch irgendwann das Geld zurück ins Leben. Auf jeden Fall ein Muster in deinem Leben, würde ich sagen. Ja, Ja, dass wenn du voll. für was brennst, die Menschen dir das anvertrauen, sogar ihr wahrscheinlich schwer verdientes Geld. Ja, cool. Jetzt bist du heute eben angekommen quasi als Speakerin auf den Bühnen. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Welches Thema vertrittst du auf der Bühne? Eins hast du ja vorhin schon mal angeteasert, aber hol uns gerne noch mal ab. Wahrscheinlich knüpft das auch ein bisschen an die Eingangsfrage im Sinne von, wofür brennst du? Was ist so ein bisschen dein Credo und deine Mission? Was sind denn so die häufigsten Themen, die du auf den Bühnen vertrittst aktuell? Mein absolutes Herzensthema ist das Thema Selbstwert. Das ist aber bei den Unternehmen noch
nicht so richtig en vogue. Mir wurde auch in der Speaker-Ausbildung gesagt: „Vergiss das Thema Selbstwert, damit wirst du nicht gebucht“, und trotzdem brenne ich dafür. Warum? Es gibt so unfassbar viele Menschen, die darunter leiden, und selbst die Menschen, die in hohen Positionen sind, die auf Bühnen stehen, die Teams von 200, 300, 500 Menschen leiden. Viele, viele haben Selbstzweifel, und es gibt auch ein Phänomen, das heißt Impostor-Syndrom oder anders auf Deutsch ausgedrückt Hochstapler-Syndrom. Das sind Menschen, die immer das Gefühl haben, sie leisten noch immer nicht genug. Die haben Preise über Preise, die haben große Teams, die haben Großartiges geleistet und haben immer noch das Gefühl, der Erfolg sei dem Zufall geschuldet, es ist immer noch nicht genug, sie sind nicht gut genug, und wenn irgendjemand, und deswegen Hochstapler-Syndrom, irgendjemand wird irgendwann entdecken, wie schlecht sie doch in Wirklichkeit sind oder dass sie eigentlich Versager sind oder. Ich kürze es ein bisschen ab, aber dieses Imposter-Syndrom, das ist einfach so extremst vertreten in vielen Ebenen. Und je mehr es nach außen geht, übrigens auch im Moment wird ja so viel auf den Narzissten rumgetreten. Und Narzissten sind am Ende ganz oft, nicht jeder, aber ganz oft verletzte Kinder, die ihren mangelnden Selbstwert dahinter verbergen. Und auch ich hatte während meiner 20 Jahre höher, schneller, weiter Phase sehr narzisstische Züge. Das weiß ich heute, weil ich wollte wirken. Ich war stolz auf ich konnte nicht den Stolz nicht zeigen. Ich wollte, dass andere das sehen. So diese Leistungen, und das sind narzisstische Züge, die aber oft aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Selbstwert entstehen, der aber so sehr verdrängt ist, dass Betroffene, die sehr tief in diesem Narzissmus-Thema drin sind, es selber gar nicht merken. Und ich habe so unfassbar viele Gespräche, die sich ergeben haben, also so unfassbar viele Gespräche geführt von Menschen, die extrem erfolgreich sind. Und wenn ich mit meiner Thematik angefangen habe, mir hinter verschlossenen Türen erzählen, ja, so ging es mir auch. Und eine Anekdote dazu, und dann komme ich wieder zu den anderen Themen zurück. Ein Manager, Vice-Präsident von einer wirklich großen, großen Firma, sagt zu mir: „Weißt du, Daniela, was der traurigste Tag in meinem Leben war?“ Ich so: „Ne?“ Der Tag, an dem ich es geschafft hatte, 1.000.000 € auf dem Konto zu haben. Das war mein großes Ziel. Und ich saß allein in meinem wunderschönen Wohnzimmer, hatte mir eine Flasche Wein aufgemacht, und es war niemand da, mit dem ich es teilen konnte. Zeit für Freunde hatte ich nie. Ich hatte keine Hobbys, keinen Sport. Ich habe meine Familie verloren, meine Frau hat mich verlassen, weil ich nie Zeit hatte. Und jetzt saß ich da mit meiner 1.000.000 € und war ganz allein. Und viele erfolgreiche Menschen sind allein. Viele Bühnenmenschen gehen nach dem Auftritt, wo es Standing Ovation gab, in ein Hotelzimmer und fühlen sich einfach nur leer und einsam. Weil der Erfolg, der macht Spaß, aber er kann menschliche Beziehungen nicht ersetzen. Und deswegen ist das mein Herzensthema und meine große Vision, das Thema Selbstwert in die Unternehmen reinzubringen, in alle Ebenen. Denn vieles wird viel besser laufen, wenn wir dieses Thema offen ansprechen. Wie viele Menschen, auch im Backoffice, in Teams etc., fühlen sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Wir sprechen über Wertschätzung, wir sprechen darüber, dass wir Wert in Unternehmen bringen, wir sprechen über Fehlerkultur. All die Themen hätten wir nicht mehr, wenn Menschen in sich stark und aus sich selbst heraus selbstsicher wären. Um das nicht zu ausschweifend zu machen und eine ganze Kino draus zu gestalten, das ist das Thema, für das ich am meisten brenne. Da es aber in den Unternehmen noch nicht so en vogue ist und immer noch ein Tabuthema, ein Schmuddelthema, obwohl ich immer sage, Selbstwert ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor überhaupt und die größte Volkskrankheit, an denen die meisten, also Selbstwertmangel ist eine der größten Volkskrankheiten, die wir haben, und viele psychische Krankheiten entstehen daraus, ist es im Moment noch an der Zeit, es anders zu benennen. Ich habe zum Beispiel eine Keynote, die heißt „Mentale Stärke gewinnt“. Mentale Stärke, ja, mental stark wollen wir alle sein. Aber mentale Stärke ohne Selbstwert ist nur leerer Ehrgeiz. Also, ohne Selbstwert kann mentale Stärke gar nicht erst entstehen. Aber mentale Stärke gewinnt ist für viele viel besser greifbar. Oder es ist nie zu spät für Stressmanagement. Am Ende geht es um Selbstwert. Oder Zukunftsangst, nein, danke, ist auch eine Keynote von mir. Woraus entstehen denn Ängste? Aus mangelndem Selbstwert, aus dem Gefühl, es fehlt etwas oder es könnte etwas weggenommen werden. Und so sind im Grunde genommen alle meine Keynotes, ich habe insgesamt 8 oder 9 Titel auf meiner Homepage, aber am Ende führen sie in ein Thema rein, was ich nicht unbedingt benenne
im Unternehmenskontext, weil viele das noch nicht hören wollen. Aber es endet alles am Ende beim Thema Selbstwert. Cool. Geht es darum auch in deinen Büchern? Du hast ja 20 Bücher geschrieben. Was war so das erste und was war das letzte? Und ja, ist Selbstwert da auch das Leitmotiv in allen oder wie sieht das so aus? Nicht in allen, aber in vielen. Das erste war: Selbstwert ist Geld wert, doch was bist du dir wert? Das war das erste. Dann das zweite war hinterher raus aus der Krise, rein ins Leben, innere mentale Stärke gewinnen. Und so ging es dann weiter. Dann gibt's ein Buch tatsächlich, das heißt, „Mentale Stärke gewinnen", also sehr ähnlich wie die Keynote. Das waren so wirklich die ersten Bücher. Ich habe das Selbstwertlexikon, da sind 133 Übungen zum Thema Selbstwert und Selbststärkung drin, denn wir können zwar viel kognitiv machen und begreifen, aber die Dinge müssen irgendwie ins Unterbewusstsein reingehen. Das sind so diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Dann habe ich irgendwann angefangen, auch Coachingbücher zu schreiben. Ich habe sehr viel selbst im Coachingbereich mit Schleichtieren gearbeitet. Ich merke gerade Schleichwerbung im doppelten Sinne. Du kannst mit Tieren sehr viel aufstellen und ich habe ein Buch zum Thema Aufstellungsarbeit mit Tieren geschrieben, also mit Schleichtieren für Coaches, denn für mich ist Coaching beispielsweise die Kunst der richtigen Fragestellung und Beobachtung und da sind eben wirklich so diese ganzen Coaching-Grundlagen, Fragestellungen, No-Gos und Must-Dos im Coaching bis hin nachher zu diesen ganzen Aufstellungsthemen drin. Dann habe ich ein Buch geschrieben und dann wurden hinterher auch Karten dazu kreiert. Das heißt Praxisbuch tiergestütztes Training und Coaching. Dazu gibt es noch 75 Coachingkarten, die sich dann kreiert haben. Aber ich habe auch ein paar Finanzbücher, denn ein Herzensthema von mir war beispielsweise, junge Menschen im Bereich der Finanzen aufzuklären, weil es wird so viel Schrott erzählt in der Finanzbranche. Achtung, es wird auch viel Schönes erzählt und viel Gutes erzählt, aber ich möchte hier nicht pauschal alle über einen Kamm scheren, aber es wird eben auch oft sehr einseitig betrachtet. Und die einen erzählen dann wird oft den Jugendlichen und Kindern erzählt: „Du brauchst jetzt Riester und Bausparen und dit und dat." Die anderen sagen: „Um Gottes Willen, lass es sein. Du musst in Richtung Immobilien gehen. Der Nächste will in Krypto, der wieder Nächste will in Aktien oder ETFs." Aber was ist denn jetzt das Richtige? Und was, wenn alles seine Berechtigung hat und es auf den Menschen ankommt? Und für mich war das so ein Herzensanliegen, dieses Buch zu schreiben. Dann habe ich habe übrigens stimmt nicht, dass „Selbstwert ist Geld wert" mein allererstes Buch war. Es war im Grunde genommen das dritte Buch. Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ärgerlich, überflüssig oder doch nützlich als Lernunterstützung. Das war das allererste. Und jetzt mache ich wieder die Rollen vorwärts zu dem anderen Finanzbuch. Aus diesem Buch ist hinterher auch noch ein anderes weiteres Immobilienfinanzierungsbuch entstanden. Und so gibt's eben diesen Bereich der Finanzbücher, die aus meiner früheren Berufstätigkeit entstanden sind. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, weil ich auch da muss ich jetzt noch mal 'ne Rolle rückwärts machen, in der Corona-Zeit, das war das erste Jahr, wo ich als Speakerin richtig, richtig viele Jobs theoretisch hatte. Sie wurden alle per 13.3., 2020 gecancelt und ja, ein vollgebuchtes Jahr war plötzlich total leer. Und dann fragte eine Freundin mich, sie sagte wortwörtlich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich 12 Bücher veröffentlicht: „Sag mal, es kann doch nicht sein, du verlierst hier ein Buch nach dem anderen im Galopp und ich werde seit 3 Jahren mit meinem Buch nicht fertig. Kannst du mich nicht mal 21 Tage lang schubsen?" Und aus diesem „Ich schubse mal eine Person 21 Tage lang" ist ein Riesen-Business inzwischen entstanden. Und deswegen habe ich diese Rolle rückwärts gemacht. Ich habe dann irgendwann ein Buch geschrieben, „Dein Buch in 12 Wochen." Da sind 84 Impulse zum Thema Buchschreiben und Veröffentlichen drin. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, meine Top Learnings aus 40 veröffentlichten Büchern. Inzwischen sind es fast 50. Und jetzt gerade ist mein 20. Buch rausgekommen. Das ist mein erstes Kinderbuch, wo es auch um Selbstwirksamkeit, um die Macht der Gedanken, um die Macht des eigenen ja, der eigenen Gefühle geht. Sehr schön. Ich würde sagen, das neueste Buch verlinken wir auf jeden Fall auch unter diesem Video. Insofern könnt ihr dann da gerne mal reinschauen, das vielleicht auch bestellen und dann ja, das Thema für euch einfach auch angehen und bearbeiten.
Super cool. Also auf jeden Fall eine ganze Menge an Arbeit. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, ein Buch zu schreiben oder eins geschrieben hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und deswegen sehr inspirierend, dass du da schon 20 veröffentlicht hast. Auf jeden Fall eine ja, ordentliche, beeindruckende Leistung. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit du da reingesteckt hast, aber auf jeden Fall eine Menge. Richtig cool. Vielleicht noch ergänzend, weil ich eben die Zahl 50 genannt habe. Ich weiß nicht, ob das gerade so sonst unlogisch klingt. Ich habe also fast 30 Autoren bisher bis zur Veröffentlichung begleitet, deswegen 50. Ja, auch auf jeden Fall eine ganze Menge an Menschen. Ja, insofern ist das auch wahrscheinlich nicht Teil deines Daily Business heutzutage, dass du das eben genau noch machst? Oder wie kann man mit dir jetzt eben auch zusammenarbeiten, mal von dem Thema Keynotes abgesehen, was man ja auf jeden Fall eben auch buchen kann? Wie kann man mit mir zusammenarbeiten? Also, mein Hauptbusiness neben den Keynotes ist tatsächlich inzwischen das Kreieren und Gestalten. Also nicht das Gestalten, sondern das inhaltliche Gestalten von Büchern. Wenn also jemand eine Buchidee hat und sagt: „Ich hätte da eine Idee“, dann kreiere ich gemeinsam mit der Person das Buch und das vor allen Dingen im Ratgeber, Sachbuch und Expertenbuchbereich. Ich unterstütze am liebsten Menschen, die mit ihrem Buch viel, viel mehr erreichen wollen. Also beispielsweise Sichtbarkeit in der Presse, Kunden anziehen, es höherpreisigen Angeboten zupacken oder vielleicht einfach anstatt einer teuren Hochglanzbroschüre es eben den Kunden mitgeben, es Angeboten beifügen, denn was wird eher weggeschmissen? Eine Hochglanzbroschüre oder ein persönliches Buch? Mit Widmung vielleicht sogar. Und inzwischen begleite ich nicht nur die Bücher, bei denen jemand ankommt und sagt: „Ich habe eine Buchidee und ich möchte 200 Seiten schreiben“, sondern ich habe ein Produkt kreiert, das 100 Seiten Expertenbuch, wo es ein strukturiertes Interview zu gibt, bei dem ich Menschen relativ schnell und klar durch diesen Prozess leite und bei dem eben es möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit dieses Buch zu schreiben und auch zu veröffentlichen, weil ich mit einem Verlag zusammenarbeite, in dem Fall, für die ich eine Verlagsgarantie aussprechen darf. Und es ist natürlich schon 'n Unterschied im Marketing, ob du 'n Self-Publishing-Buch machst oder ob du ein Verlagsbuch hast. Es hat eine andere Außenwirkung und für viele der Kunden, die ich betreue, ist es halt wichtig, einfach 'n Verlagsbuch zu haben. Das heißt, wenn jemand 'ne Buchidee hat, dann unterstütze ich entweder als Mentorin. Ich habe auch schon einige Ghostwriting-Projekte gemacht. Ich unterstütze also auch im Ghostwriting oder Co-Writing, wenn jemand sagt: „Ich möchte Teile schreiben, andere Teile möchte ich abgeben.“ Und als Literaturagentin öffne ich da die Türen zu Verlagen. Ja, perfekt. Dann packen wir auf jeden Fall deine Webseite auch unter das Video. Alle, die ein Buch schreiben wollen oder darüber nachdenken, können sich natürlich auf diesem Wege dann auch einfach mal bei dir melden und schauen, ob das passt und du da unterstützen kannst und das Buch, der Traum vom Buch quasi Realität werden kann im Jahr 2025 oder auch in der Zukunft. Ja, und dann ist noch ein weiteres, Thema bei mir. Das pferdegestützte Training und Coaching ist nach wie vor da. Und oft, wenn ich sage, was ich alles mache, dann heißt es: „Wie machst du das alles?“ oder „Warum so Unterschiedliches?“ Ich glaube, das ist aus meiner Lebensgeschichte heraus klar geworden. Und ab und zu mache ich noch pferdegestützte Trainings und Coachings hier, Teamtrainings, Führungskräftetrainings, aber mein Hauptthema ist, dass ich es liebe, neue Coaches in dem Bereich auf die Welt zu bringen. Und ich habe einmal im Jahr meine Sommerakademie, die findet dieses Jahr im Juni statt, 20. bis 29. Juni, die Weiterbildung zum pferdegestützten Coach. Hier bei mir auf dem Ostsee-Begegnungshof. Cool. Also auf jeden Fall auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ich glaube, die Frage mit dem, wie machst du das alles, die kennen viele Selbstständige. Also die kriegt man ja in der Regel von anderen Menschen gestellt, die eben nicht selbstständig sind und die sich fragen, wie kann man das eigentlich alles in einen Arbeitstag packen. Aber es geht, ne? Vor allem wenn die Energie da ist, womit wir wieder beim Thema vom Eingang sind. Selbstwert, Energie und ein Stück weit natürlich auch Selbstmanagement. Ja. Cool. Genau, damit kommen wir leider schon zu den Abschlussfragen. Ich sage leider, weil das Gespräch auf jeden Fall, ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden, super interessant ist. Aber genau, damit wir jetzt auch die Abschlussfragen noch unterbekommen, darfst du jetzt noch ein paar Sätze vollenden. Es gibt kein richtig und falsch, einfach frei raus deine Definition oder Meinung zu diesen Themen. Der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Den eigenen inneren Kern zu finden. Und zwar nicht das, was dein Kopf und dein Verstand dir sagt, sondern reinzufühlen, was möchte dein Herz und was möchte deine Seele? Wozu bist du hier auf dieser Welt und welche Dellen möchtest du ins Universum schlagen? Sehr schön.
Der zweite Satz, wir haben vorhin schon über das Thema Erfolg gesprochen. Früher war es höher, schneller, weiter. Heute ist es vielleicht was anderes. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Antwort auf diesen Satz. Und zwar Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, in Liebe, Freude und Leichtigkeit genau das zu tun, was dir und deinem Selbst entspricht. Und dann kommt alles andere wie Geld, wie die richtigen Dinge, also alles, was so im Außen an materiellen Dingen sich manifestieren darf, kommt dann ganz von selbst. Auch auf jeden Fall eine spannende Sichtweise. Und damit kommen wir zum letzten Satz. Und da gehen wir nochmal eine Ebene tiefer. Über Erfolg haben wir jetzt gesprochen, weil wir Erfolgsgeflüster sind. Persönlichkeitsentwicklung ist sowieso das Leitmotiv dieses Podcasts. Und jetzt geht es um Leben. Und deswegen lautet der Satz, Leben bedeutet für mich. Das ist ein schöner Satzanfang. Leben bedeutet für mich auch wieder in Freude und Leichtigkeit zu sein und genau die Freiheit zu genießen, die für dich richtig ist. Für mich ist es beispielsweise mein Leben im Wohnmobil und der Minimalismus war nicht immer so. Im Moment liebe ich ihn. Was ich in 1, 2, 3 Jahren mache, weiß ich nicht. Aber Leben bedeutet für mich, deinem Herz und deiner Seelenenergie zu folgen und darauf zu vertrauen, dass genau die Dinge in dein Leben kommen, die für dich wichtig und richtig sind. Schönes Schlusswort. Ich glaube, da braucht man gar nichts mehr hinzufügen. Außer Danke zu sagen. Danke, Daniela, dass du heute hier warst, dass du deine Lebensgeschichte ein Stück weit geteilt hast, dass du Inspiration verteilt hast, dass man eben ja seinen Weg gehen kann, auch wenn man vielleicht ein paar Hindernisse auf dem Weg mitgegeben bekommen hat im Leben. Und ich wünsche dir sehr und ich bin sehr gespannt, wann der Zeitpunkt kommt, wo du auf der Bühne eben genau das sagen darfst mit Ich hatte Tourette. Ich weiß, dass der Zeitpunkt kommen wird und ich bin sehr gespannt, das zu verfolgen. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein durfte und ja, meine Erfahrung hier teilen durfte. Danke, liebe Michelle. Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Buchschreiben oder natürlich auch sonstige Sachen, Speaking, all die Themen, die Daniela gerade angesprochen hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Kontaktdaten findet ihr, wie gesagt, unter dem Video und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Abonniert gerne den Podcast und schaltet wieder ein. Macht's gut und bis dann.